ist das Pfeifenlokko da unten, oder was? Pfeifenlokko, oder was? Ja, dann unterm Gipfelaufbau. Der Berg schont. Das ist ein bisschen kurzes Teil, oder? Ja, zum Schluss ist halt nochmal sauber steil. Buongiorno oder besser Servus und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Hinter mir seht ihr wohl den most crowded Gipfel, auf dem ich je war. Unterwegs bin ich mit Frank, Christoph, Tina und Matt und wir sind schon wieder im Abstieg. Und wie schwer der Madonnengipfel ist, seht ihr in dem Video. Viel Spaß! Guten Abend oder besser gesagt Buonasera. Sind wir hier in Le Ponte am Parkplatz und jetzt machen wir gleich den Hüttenzustieg zum Gran Paradiso bei entspannten, sagen wir, 25 Grad. Unten im Tal hat es 33 gehabt. Wird ein Fest, deswegen packen wir es. Die ersten Meter laufen wirklich unschwierig eben dahin. Ja, aber eine Steigung muss noch kommen, weil so 700 Höhenmeter um den Dreh müssen wir noch absolvieren. So, da kann man gleich mal den ersten Daumen da lassen für so viel Wasser. Und da steht auch das Wasser. Sauber umeinander geschweißelt. Ja, wir sind jetzt die erste halbe Stunde unterwegs und es geht eigentlich stetig über so einen gestuften Weg auf. Also schwierig ist nicht, nur heiß. Da Rückblick, unten sieht man mal das Auto, es geht weiter, einfach so wie davor auch. Und wenn man die Karte richtig gelesen hat, schwieriger wird das auch nicht mehr bis zur Hütte. Also für die Hitze entspannter Zustieg. So, jetzt haben wir 1 Stunde und 16 unterwegs, 500 Höhenmeter gemacht. Die Aussicht wird langsam immer alpiner und für uns geht es weiter da lang. Aktuelle Höhe ist 2470 um den Dreh, steht wie immer alles drin. So, und hier nochmal der Rückblick auf die Aufstiegsrouten. Bis daher waren wir jetzt zur Spicken 1 Stunde 40 unterwegs, den Rest schreibe unten eine. Einfach nur Horst und es geht dahin. Ja, und circa 10 Minuten später sieht man unser Tagesziel. Juhe! Das ist ja Deluxe mit dem Seen, Alter. Sehr gut. Jawohl. Genau hinter uns 60 Hütten aufgebracht, haben wir 2 Stunden 12 Minuten so um den Dreh und jetzt gibt es dann gleich was zum Essen. Es ist 19 Uhr und der Gran Paradiso versteckt sich dahinter. Ja, genau. Hier. Das ist alte Janet. Oh ja, sehr gut. So, es heißt guten Morgen. Hinten ist emsiges Treiben hinter mir. Klar, an dem Berg ist immer emsig. Es ist jetzt 4:30 und jetzt starten wir dann gleich. Boah, erstmal sieht man noch nichts. Ich weiß nicht, ob man es im Dunkeln sieht, ganz leicht schon mal die Strecke, die wir zurückgelegt haben von der Hütten. Blockig, unschwierig. Da oben kommt schon langsam die Morgendämmerung.
So genau, an der Stelle haben wir jetzt einen Gurt angelegt. Ein bisschen an Schnee und man sieht schon, es geht da geradeaus auf. Und hier sieht man ganz gut. Vorne geht es steil oder ein bisschen steiler weiter Richtung Gletscher auf. Aber es pulkt ganz furchtbar. Oder vielleicht ist es noch blau. Die Nachhut nach der fiesen Stellen. Und da geht es wieder weiter im Firn. Ja, so einen schönen Ausblick hat man da. Und ja, da geht es weiter und jetzt werden erstmal Steigeisen aufgelegt. So, auf ca. 3100 haben wir uns jetzt die Steigeisen angezogen. Ich habe schon wieder den Helm auf, einfach damit ich die Hände besser frei habe. So schaut das da vorne aus. Ja. Und so schaut es hinter uns aus. Genau, so schaut das Ganze dann im Rückblick aus. Da vorne pulkt's. Ja, es schaut nicht so steil aus auf der Kamera, wie es ist. Es ist steiler. Ja. Schöne Rampe. Ja. Laufen wir in der Seilschaft. Tina und Frank vorne weg. Genau, die waren gestern schon auf der Hütte, deswegen waren die beim Aufstieg nicht mit dabei. Ja, die Aufstiegsrouten im Rückblick. Und vor uns der Gletscher. Bis daher waren wir jetzt 1 Stunde 37, eine geht es halt unterwegs. Jetzt haben wir Seil neu verteilt. Ja, es geht halt schon ab an dem Berg, aber ist logisch. Und ja, hier ist eine Autobahn, gut zum Stapfen. Höhe ist 3500 und ein paar zerquetschte. Achso, ja, und das Panorama, gell, ein Daumen. Da ging es jetzt vor ums Eck rum. Ist nicht mehr ganz so steil, aber immer noch jede Menge Leute unterwegs. Ja, der finale Gipfelaufbau ist schon in Sicht. Ja, nach 2 Stunden, 11 Minuten reine Gehzeit sind wir auf 3740 und ja, zum Schluss ist halt nochmal sauber steil. So schaut es hinter uns aus. Eine Schnauferei vom Feinsten. So, die Aufstiegsrouten im Rückblick. Das Grand Finale. Und ja, da drüben könnte man schon in der Sonne baden. Bis daher 2 Stunden 21, aktuelle Höhe ca. 3800. Ja, und da vorne oben sieht man schon Pulken am Gipfel. Ja, dann unter dem Gipfelaufbau der Bergschrund. Schaut alles noch ganz gut aus.
sind wir am finalen Gipfelaufbau. Hier geht es natürlich jetzt voll ab. So schaut es auf der anderen Seite aus. Die Madonna oder wo? Da ist ein Rundlauf. Ja, genau. Und wichtig ist, von links nach rechts zu laufen und nicht da irgendwie gegen den Strom. Au. Auffahrunfall. Solange da keine Markierung ist, soll mir halt auf den Sack gehen, Alter. Wenn der irgendeinen dummen Spruch meint, dann sag ich dir mal was. Das Maul halt. Oh, jawohl. So, mach ich euch halt so ein scheiß Teil rein, ja? Da vorne kommt der Haken. Das ist crazy. Finaler Gipfelaufschwung im Stau. So schaut das aus. Was ist denn das hier ab? Kann halt nicht, solange du da stehst. Nicht auf meine Finger steigen, bitte. Jetzt gehen wir ein Stück weiter. Oh. Das ist ein bisschen kurzes Seil, oder? It's so fucking cold. Man sieht es nicht, aber irgendwo dazwischen die ganzen Bergsteiger ist die Madonna und darauf haben wir jetzt 3 Stunden und 7 Minuten gebraucht. Crazy, was hier abgeht. Kann sich auch abstellen da an der Platte. So, jetzt. Sauber. Jawohl, komm, mach noch mal eins. Mach noch mal hier das. Zieh den Handschuh aus. Weitwinkel nochmal. Ja, ja, die Weitenwinkel kommt jetzt. Weitwinkel nochmal kommt jetzt. Los Frankos. Christoph Gross. Einen Moment. Da hol ich auch noch mit der Motor Umrühren. Geh mal immer so rum. Gehen wir mal so machen. Immer hier schön um die Madonna rum. So genau, vom Gipfel geht es jetzt nochmal etwas luftig nach vorne. Wenigstens hier gerade ein bisschen wärmer. Blöde Frage. Ja. Kriegst du mir den da dran gemacht? Also musst du warten. Jawohl.
immer noch dieses Seil echt kurz gemacht. Gerade bei uns zwei, glaube ich. Teambuilding-Maßnahmen. Ja, Mann. Ja, mit rückwärts oder was? Ne, ich warte, dass ihr Ach vielleicht. so. Der auch gerade weg, ne? Sieht das doch. Doch super, sah aus. Ja. Ich hänge mich hier mal aus, oder? Jawohl. Ist das Pfeifenlock da unten oder was? Pfeifenlocker oder was? Was ist Pfeifenlocker? Weil es pfeift. Ich würde sagen, es pfeift, aber ich habe eigentlich schon fiesere Tiefblicke gehabt. Weil es so am Arsch Erweng daher pfeift. Ja, Das ist doch die Erweng, oder? Pfeift so am Arsch wieder Erweng daher. Oder ist es eher schwäbisch? hängst du um? Ja? Hängst du um? Das ist hier Erweng. Allein schon das Ja, der war mehr stuhlig als das hier. das Öfle, ja, das war schon das, also da. Ja? So, das ganze Stück geht dann nochmal im Rückblick. Jeez. Halb so wild als und da oben. Es pulpt halt einfach fies hier. Und es hört nicht auf, dass Leute hochkommen. Spinnst du? Ja, hier geht es dann halt in Kletterei runter. Da oben stand die Madonna. Eigentlich wäre der eigentliche Gipfel wäre schon noch ganz geil gewesen. Eigentlich. Jetzt sich auch mal eine Runde läuft. Jetzt hat er wieder Luft. Also das erste Mal, dass er auch die Kamera an die Hand nimmt. Da ist er, der Alpine Summit hier an einem brutalen Berg. Brutal. Ist das dieser Alpine Summit, von dem wir mal alle reden, oder was? Richtig. Wo ist er? Everest oder Gran Paradiso? Man weiß es nicht. Zu lang kann man sich nicht aufhalten, deswegen geht es jetzt gleich hier wieder ein bisschen das Ganze runter. Also das nächste Mal mache ich den als Tagestour und starte dann unten und Schwäbe. Das ist brutal hier. Ja genau, das haben wir ja heute früh die steile Rampe hoch. Unten haben wir uns die Steigeisen angezogen. Mittlerweile ist es ja, ein bisschen sulzig, es geht eigentlich noch. Und unterwegs sind wir 4 Stunden 26 reine Gehzeit. Ich denke mal, noch eine Dreiviertelstunde müssten wir auch eigentlich wieder an der Hütte sein. Spätestens. Der Stecke ging es runter und jetzt hier auf dem lustigen flachen Stor genau Steigeisen ausziehen. Und da nochmal runter und ums Eck rum und dann sind wir zumindest mal bei der Hütte. Nach 5 Stunden und 8 Minuten kann man schon wieder sehen, da hinten ist die Hütten und da geht es jetzt erstmal hin für kurzen Snack und das ganze Hüttenzeug ist auch noch dort. So, nach 5 Stunden 22 Minuten und ordentlich Hitze sind wir wieder an der Emanuele. Ja, das heißt erstmal umbacken. So, nach einer etwas längeren Pause geht es jetzt an den finalen Abstieg wieder runter zum Auto. Ich sage noch 1, 2 Impressionen und dann gibt es die Zusammenfassung. Und ja, der witzige Hut, es ist einfach viel zu heiß.
Ja, nach 6 Stunden und 6 Minuten sieht man da hinten schon wieder den Campingplatz. Noch ein bisschen weiter hinten ist dann der Parkplatz und das ist dann auch das Ende der heutigen Tour. Bis dahin sind wir vom Gipfel 1600 Höhenmeter abgestiegen und Strecke 13 Kilometer. Ich schreibe es unten ein, weil das kann immer ein bisschen abweichen. Das bleibt noch. Ja, nach 6 Stunden 35 reine Gehzeit sind wir jetzt praktisch unten im Tal angekommen. Schaut so aus. Jetzt geht es sofort zum Auto und dann gibt es die Zusammenfassung. So, am Auto Zusammenfassung. Jetzt Frank und Tina sind schon mal losgefahren und wir haben uns gedacht, bei der Aussicht und bei dem Kühlgetränk gibt es Zusammenfassung der Tour. Madonnengipfel. Ich glaube, ich war noch nie auf so einem Berg, der so voll ist. Wahnsinn. Brutal voll. Ja. Ja, brutal voll. Krasse Autobahn. Ja. Italiens höchster, kann man so sagen, obwohl die Italiener anscheinend teilweise auch den Mont Blanc claimen. Deswegen ist da halt auch so viel los. Er ist auch jetzt nicht so schwer, kann man auch so sagen. Man kennt es an der Zugspitze oder am Glockner, ne? Die größten Berge eines Landes sind immer überlaufen. Das war jetzt echt ein bisschen krass. Aber Ja. Also wie gesagt, die Schwierigkeiten, man könnte es fast als ein Einstiegs-4000er bezeichnen. Wir haben auch Einstiegshochtour. Ja, auf jeden genau. Fall. Wir hatten heute natürlich auch recht günstige Bedingungen, weil es war eigentlich so gut wie keine Spalte offen. Die Firnenauflage war in der Früh hart. ich habe nur eine Spalte gesehen. Ja, genau, die Bergschrund oben. Aber natürlich der Nachteil ist, es ist ohne Ende. Und wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es als Tagestour direkt machen, damit man dann vor den ganzen Leuten unterwegs ist. Vielleicht ist es unter der Woche besser. Genau. Es gibt ein Bier. Ich blende euch trotzdem den Kaffee vom Steffen ein. Danke für das Sponsoring. Das ist einfach jetzt zu Horst für einen Kaffee für uns. Es waren immer die Einblendungen drinnen. Mit dem Schauen des Videos unterstützt ein nachhaltiges Projekt der Alpen und natürlich die Mitgliedschaft unterstützt direkt die Bergwacht und ihr genießt ein paar Vorteile. So, es ist einfach viel zu warm, deswegen Machen wir uns jetzt auch wieder genau, sagen auf den wir Weg. Servus und wir sehen uns bestimmt auf der nächsten Hochtour. Adieu.